so schön war das so für meine Eltern im Dorf, so Neid und damals in den 90ern dann anonyme Briefe bekommen. Das war nicht angenehm. Jahrzehntelang stand Birgit Schrowange im Rampenlicht des deutschen Fernsehens. Eine souveräne, wortgewandte, glamouröse Moderatorin, die Millionen von Zuschauern vor die Bildschirme lockte. Für die Öffentlichkeit schien sie alles zu haben: Schönheit, Verstand und eine lange, erfolgreiche Karriere. Doch hinter dem selbstsicheren Lächeln und dem kameratauglichen Charme verbirgt sich eine private Geschichte, die nicht von Märchen, sondern von Herzschmerz, Einsamkeit und einem anhaltenden Unglauben an etwas geprägt ist, vor dem die meisten Menschen ihr Leben lang nachjagen: der Liebe. Und wenn wir nun gemeinsam über die tragische Geschichte ihres Lebens und ihr stilles Ende nachdenken, sticht ein herzzerreißendes Thema hervor. Sie hat nie wirklich an die Liebe geglaubt. Glauben Sie, dass Liebe für das Glück notwendig ist? 1 für Ja, 0 für Nein. Wir möchten Ihre Stimme hören. Schauen Sie bis zum Ende, um zu erfahren, warum sie nicht an die Liebe glaubt. Turbulente Jahre, große Erfolge, gemischt mit schwierigen Momenten. Nachdem sie sich entschlossen hatte, 2019 aus dem Fernsehen auszusteigen, richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf ihr Privatleben und entdeckte, dass sie Glück und Zufriedenheit in den einfachsten Dingen finden kann. Das Alter ist jedoch für niemanden ein Hindernis. Und auch Birgit muss sich sowohl körperlich als auch geistig verändern. Es gibt Zeiten, in denen sie sich einsam und melancholisch fühlt, obwohl ihr Leben in diesem Moment voller ständiger Versuche ist. Der Lebensstil, für den sich Birgit Schrowange entschieden hat, zeugt nicht nur von Willensstärke, Liebe und Lebenswillen, sondern ist auch die Erzählung einer Frau, die über Herausforderungen triumphiert hat, um erfolgreich zu sein. Die zerbrochene Beziehung, die Birgit Schrowange zu ihrem Ex-Freund Markus Lanz hatte, war die Quelle des größten Kummers, den sie während ihrer lebhaften und farbenfrohen Reise erlebte. Birgit hatte die Vorstellung, dass Markus ihr ständiger Begleiter für den Rest ihres Lebens sein würde, als ihre Beziehung über ein Jahrzehnt andauerte. Sie trennten sich aus persönlichen Gründen und weil sie unterschiedliche Lebensentwürfe hatten, was bei beiden schwere Narben hinterließ. Einmal erklärte Birgit, dass die Entscheidung, sich von Markus zu trennen, eine der schwierigsten Entscheidungen war, die sie je in ihrem Leben getroffen hatte. In ihrem Herzen herrschte ein Gefühl der Leere, obwohl sich ihr Beruf weiterentwickelte. Wie Birgit in einem Interview sagte, hatte sie die Erwartung, dass wir eine ganze Familie haben würden. Aber das hat sich nicht erfüllt. In den Monaten nach der Trennung fühlte sie sich häufig einsam, vor allem wenn sie andere zufriedene Paare beobachtete. In einem äußerst ungewöhnlichen Fall, als Markus Lanz über diese Verbindung sprach, sagte er: Ich habe Birgit immer bewundert. Sie ist eine unglaubliche Frau, die auch stark und klug ist. Trotzdem gibt es Zeiten, in denen erstaunliche Menschen, selbst die Besten, nicht für immer zusammenbleiben können. Markus musste zugeben, dass auch er sehr traurig darüber war, Birgit zu verlassen. Er gab zu, dass er manchmal nicht schlafen konnte und dass er sogar weinte, weil er das Gespräch mit ihr vermisste. Aber obwohl diese Melancholie ein wesentlicher Bestandteil von Birgits Lebensgeschichte ist, dient sie ihr auch als Katalysator, um sich zu einem reiferen Menschen zu entwickeln und zu lernen, sich selbst mehr zu lieben. Obwohl sie keine Beziehung hatte, die ihre Bedürfnisse erfüllte, kam sie zu der Erkenntnis, dass der Schlüssel zu echtem Vergnügen darin liegt, dankbar für das zu sein, was man bereits hatte, und sich auf das Jetzt zu konzentrieren. Gesundheitliche Herausforderungen. Birgit Schrowange, 66 Jahre alt, wird mit einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen konfrontiert. In ihren jungen Jahren neigte sie dazu, ihre eigene Selbstfürsorge zu vernachlässigen, da sie sehr beschäftigt war. Sie ist jetzt im mittleren Alter und leidet unter einer Reihe von Problemen, darunter Gelenkbeschwerden, Schlaflosigkeit und nachlassende körperliche Kraft. Birgit sagte, dass sie sich manchmal erschöpft fühlte, auch wenn sie keine wirklich anstrengende Arbeit verrichtete. Beschwerden im Rücken und in den Knien,
die typische Zeichen des Alterns sind zu einem regelmäßigen Bestandteil ihres Lebens geworden. Doch anstatt sich einzugestehen, dass sich ihre körperliche Gesundheit auch auf ihren Geist auswirkt, sucht Birgit konsequent nach Methoden, um einen gesunden Lebensstil zu pflegen, weil sie lernen will, besser auf ihren Körper aufzupassen. Macht sie Yoga, geht jeden Tag spazieren und nimmt, wann immer sie kann, an Ernährungskursen teil. Darüber hinaus hat Birgit es sich zur Gewohnheit gemacht, regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen zum Arzt zu gehen, um sicherzustellen, dass sie keine größeren gesundheitlichen Probleme hat. Sie ist sich der Tatsache bewusst, dass Wohlbefinden nicht nur die Grundlage für ein freudiges Leben ist, sondern auch eine Pflicht, die sie sich selbst und den Menschen, die ihr wichtig sind, gegenüber hat. Sie erklärt, dass sie niemandem zur Last fallen möchte und sich daher ständig bemüht, so gut wie möglich für sich selbst zu sorgen. Andererseits gibt es Momente, in denen sie nicht anders kann, als sich Sorgen über das Älterwerden zu machen. Einst offenbarte sie, dass ihre größte Sorge darin besteht, ihre Freiheit zu verlieren und nicht mehr gesund genug zu sein, um das Leben zu führen, das sie sich wünscht. Birgit ist jedoch in der Lage, diese Sorgen zu überwinden, wann immer sie auf sie stößt. Und sie lebt dank ihres starken Intellekts jeden Tag in vollen Zügen weiter. Ruhestand. Mit mehr als 4 Jahrzehnten Erfahrung als Moderatorin und Künstlerin in der Unterhaltungsbranche ist Birgit Schrowange ein Aushängeschild des deutschen Fernsehens. Sie begann ihre Karriere 1978, als sie gerade 20 Jahre alt war, und machte sich dank ihrer vielfältigen Moderationstalente, ihrer angenehmen Stimme und ihres selbstbewussten Auftretens sofort einen Namen. Der Startschuss für ihre Karriere fiel mit der Moderation des RTL-Magazins Extra, das als eine der beliebtesten Unterhaltungssendungen in Deutschland gilt. Für Birgits Erfolg war nicht nur ihr Talent ausschlaggebend. Das Ende des Krieges war für alle Beteiligten ein schrecklicher Tag. Die Kämpfe waren sehr heftig und die Lage verschlechterte sich weiter. Andererseits wurden all ihre Mühen belohnt, als sie zu einem der bekanntesten Gesichter im deutschen Fernsehen wurde. Andererseits ging Birgits Karriere nicht ohne Hindernisse zu Ende. Als einige der Präsentationen nicht den Erwartungen des Publikums entsprachen, sah sie sich der Kritik der Öffentlichkeit ausgesetzt. Sie erlebte Phasen, in denen sie so viel Druck verspürte, dass sie am liebsten alles aufgeben würde. Doch Birgit lässt sich von diesen Misserfolgen nicht entmutigen, sondern legt Wert darauf, aus ihnen zu lernen. Einmal sagte sie, jedes Hindernis ist eine wunderbare Lektion, die es mir ermöglicht, mich weiterzuentwickeln und noch stärker zu werden. Im Jahr 2019 hat Birgit beschlossen, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, um sich auf ihr Privatleben zu konzentrieren. Diese Entscheidung fiel, nachdem sie mehr als 4 Jahrzehnte in der Unterhaltungsbranche tätig war. Diese Entscheidung markiert nicht nur einen bedeutenden Meilenstein in ihrem Berufsleben, sondern dient auch als rechtzeitige Erinnerung daran, dass Erfolg nicht unbedingt bedeutet, immer neue Höhen zu erreichen, sondern dass man erkennen muss, wann man innehalten und sich an dem erfreuen muss, was man erreicht hat. Seien Sie stolz auf das, was Sie erreicht haben. Birgit Schrowange machte im Alter von 66 Jahren eine schwierige Phase in ihrem Leben durch. Sie konnte sich mehr Zeit für sich selbst nehmen und das Leben genießen, nachdem sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Menschen, die an ein Leben in einem Unternehmen und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gewöhnt sind, können feststellen, dass die Ruhe gelegentlich zu einer Belastung für ihre psychische Gesundheit wird. An einem Punkt erklärte Birgit, dass sie die Tatsache nicht ignorieren konnte, dass sie sich einsam und leer fühlte, obwohl sie versuchte, ihr neues Leben zu genießen. Das Gefühl, dass sie das Ende ihrer besten Jahre erreicht hatte, war die Quelle ihrer größten Angst. Sie sehnt sich nach den Tagen, in denen sie ohne Unterbrechung arbeitete, in denen Live-Sendungen sowohl schwierig als auch aufregend waren und vor allem nach der Zeit, in der sie die Möglichkeit hatte, mit Millionen von Menschen über das Medium Fernsehen zu kommunizieren.
Manchmal nehme ich mir einen Moment Zeit, um nachzudenken und mich zu fragen, habe ich genug erreicht? Sind die Dinge, die ich erreiche, wirklich so wichtig? In einem kurzen Interview gab sie diese Information preis. Die aktuellen Lebensumstände von Birgit stellen sie vor zusätzliche Hindernisse, insbesondere auf psychischer Ebene. Die Tatsache, dass sie nur einen erwachsenen Sohn hat, der weit entfernt von ihrem Elternhaus lebt, führte dazu, dass sie traurig war, wenn sie ihre Freunde und Kollegen mit ihren Kindern und Enkeln sah. Obwohl sie sehr stolz auf ihr Kind war, konnte sie ihre Gefühle des Bedauerns nicht unterdrücken, wenn sie daran dachte, dass sie Familie, mit der sie Glücksmomente und Feiertage feiern konnte. Der Weg, den Birgit Schrowange geht, um ihr persönliches Glück zu finden, ist voller Herausforderungen, obwohl Liebe und Familie für sie einen hohen Stellenwert haben. Eine ganz besondere Beziehung hatte sie zu ihrem Ex-Freund Markus Lanz, mit dem sie über ein Jahrzehnt zusammen war. Sie waren etwa ein Jahrzehnt lang zusammen. Obwohl es Zeiten gab, in denen die beiden glücklich waren, trennten sie sich schließlich, weil sie unterschiedliche Lebensziele hatten und der Druck zu arbeiten. In mehreren Interviews hat Birgit erklärt, dass Markus Lanz eine wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt hat. Andererseits räumte sie ein, dass das Zerbrechen dieser Beziehung sie stark beeinträchtigt hat. Auch wenn wir uns mögen, kommen wir nicht miteinander aus. Birgit sagte, es war ein Schmerz, den ich einige Jahre lang mit mir herumgetragen habe. Markus drückte auch sein Bedauern darüber aus, dass die Beziehung zu Ende gegangen ist. Seiner Meinung nach ist Birgit eine liebenswerte Frau, aber es gibt Zeiten, in denen eine glückliche Liebe nicht ausreicht, um Schwierigkeiten zu überwinden. Beziehung zu Markus. Nach dem Ende ihrer Beziehung mit Markus konzentriert sich Birgit nun mehr auf sich selbst und versucht, die Ruhe zu finden, nach der sie sich sehnt. Trotz der Tatsache, dass sie nicht wieder geheiratet hat oder eine neue langfristige Beziehung eingegangen ist, ist sie weiterhin offen für neue Möglichkeiten. Zu einem bestimmten Zeitpunkt brachte sie zum Ausdruck, dass das Vermächtnis von Birgit Schrowange nicht nur aus den Fernsehsendungen besteht, die sie moderiert hat, sondern auch aus den Prinzipien, die sie in die Unterhaltungsbranche und die Gesellschaft eingebracht hat. Die Tatsache, dass Birgit eines der wenigen weiblichen Gesichter war, die einen bedeutenden Erfolg im Fernsehen erzielten, ermöglichte es einer großen Zahl junger Frauen, in einen Bereich einzutreten, der zuvor von Männern beherrscht wurde. Sie beweist nicht nur, dass Frauen zu allem fähig sind, sondern ist auch ein Beispiel für Hartnäckigkeit und eine Arbeitsmoral, die nicht zu brechen ist. Die Art und Weise, in der Birgit ihren Ruf nutzt, um ihr Verständnis für wichtige gesellschaftliche Fragen zu schärfen, ist eines der bemerkenswertesten Merkmale ihrer beruflichen Laufbahn. Es ist üblich, dass sie sich an Wohltätigkeitsinitiativen beteiligt, insbesondere an solchen, die auf die Unterstützung von Frauen und Kindern ausgerichtet sind. Seit sie denken kann, ist Birgit der Meinung, dass Berühmtheit nicht nur ein Privileg, sondern auch eine Pflicht ist. Als sie jünger war, sagte sie einmal, wenn man eine Stimme hat, sollte man sie nutzen, um anderen Menschen zu helfen. Eine Markierung durch. Birgit hat auch durch ihre Art, Dinge zu tun, Spuren hinterlassen. Sie war nicht die lauteste Stimme im Raum, aber das musste sie auch nicht sein. Ihre Präsenz sprach Bände. Im Laufe der Jahrzehnte baute Birgit Schrowange ihren Ruf nicht nur auf Professionalität, sondern auch auf Authentizität auf. In einer Branche, die oft vom Image geprägt ist, war sie bemerkenswert realistisch. Sie war nicht auf der Jagd nach Skandalen oder Schlagzeilen, sondern ließ sich von ihrer Arbeit, ihrer Integrität und ihrer ruhigen Hand am Mikrofon bestimmen. Sie ging an jeden Auftrag mit Vorbereitung und Einfühlungsvermögen heran und lehnte es ab, das Leiden anderer um der Einschaltquoten willen zu dramatisieren. Dieser ethische Kompass wurde zu ihrem Markenzeichen. In Turn wurde sie von jüngeren Journalisten oft als Vorbild genannt. Nicht, weil sie die glamouröseste Figur im Fernsehen war, sondern weil sie eine stille Stärke verkörperte, eine Stärke, die auch unter Druck nicht ins Wanken geriet.
Und dann, gerade als alle dachten, sie hätten sie durchschaut, als die zuverlässige, ruhige Moderatorin von Extra, überraschte Birgit sie alle. 2017 trat Birgit bei einem besonderen Fernsehauftritt mit ihrem natürlichen grauen Haar vor die Kameras und verriet, dass sie schon vor Monaten aufgehört hatte, es zu färben. Das war eine mutige Entscheidung in einer Branche, die das Altern von Frauen oft als etwas betrachtet, das es zu verbergen gilt. Der Moment war nicht geplant und sie hielt keine große Rede, aber das Bild sagte mehr als alle Worte. Da war sie, strahlend, selbstsicher und ganz sie selbst. Es ging nicht nur um Haare, sondern auch um die Wahrheit. Es ging darum, Erwartungen loszulassen und ein neues Beispiel dafür zu geben, wie Selbstvertrauen aussieht. Über Nacht wurde Birgit zu einer Ikone des anmutigen Alterns, erhielt viel Lob und eröffnete eine landesweite Diskussion über Schönheitsstandards und Selbstakzeptanz. Ihr Schritt inspirierte unzählige Frauen in ganz Deutschland und darüber hinaus. Plötzlich häuften sich die Artikel Grau werden wie Birgit, Schrowanges silberne Revolution, warum wir diesen Moment brauchten. Ihre Entscheidung traf einen Nerv, denn es ging nicht darum, zu rebellieren, sondern zu reklamieren. Und wie alles, was sie tat, war es ehrlich. Nach ihrem Ausstieg bei Extra ist Birgit nicht in den Hintergrund getreten. Sie konzentrierte sich auf Projekte, die ihr einen persönlicheren Ausdruck ermöglichten. Sie schrieb Bücher, trat in Kampagnen für die Medien auf und setzte sich für soziale Belange ein. Sie veröffentlichte ihre Memoiren So viel Lust zu leben, in denen sie über ihre Karriere, ihre Mutterschaft, ihr Burnout und die Lektionen, die sie auf ihrem Weg gelernt hat, spricht. Das Buch fand bei Tausenden von Lesern Anklang, die sich in ihren Kämpfen und Triumphen wiederfanden. Abseits des Moderatorenpuls wurde Birgit verletzlicher, menschlicher und dennoch nicht weniger bewundert. Sie erzählte von ihrem Weg als alleinerziehende Mutter, sprach offen über Liebeskummer und Belastbarkeit und fand neue Wege, mit dem Publikum, das mit ihr aufgewachsen war, in Kontakt zu treten. Sie nahm das Leben in vollen Zügen an. Sie reiste, hielt inspirierende Vorträge, nahm an philanthropischen Veranstaltungen teil und trat in Talkshows auf, nicht als Journalistin, sondern als Frau, die eine Geschichte zu erzählen hat. Und im Kern ist sie unverkennbar Birgit geblieben, ruhig, nachdenklich, weise und freundlich. Sie erfand sich nicht neu. Sie schälte einfach die Schichten ab und ließ die Welt sehen, wer sie wirklich war. Birgit Schrowanges Fürsprache und ihr nachhaltiger Einfluss. Birgit Schrowange hat nicht nur Grenzen überwunden, sie hat sie neu definiert. Im Laufe ihrer Karriere hat sie auf subtile, aber wirkungsvolle Weise das Bild einer Frau in den Medien in Deutschland neu geprägt. Stark, selbstbewusst, eigenwillig, verletzlich und unverblümt echt. Obwohl sie einen Großteil ihrer frühen Karriere damit verbrachte, sich den polierten, konservativen Normen des deutschen Fernsehens anzupassen, war ihr Wandel in späteren Jahren nichts weniger als radikal. Birgit stellte die Erwartungen, die an Frauen gestellt werden, insbesondere im Rampenlicht, offen in Frage, Erwartungen, wie sie aussehen, handeln, sprechen und altern sollten. Als sie 2017 aufhörte, sich die Haare zu färben und ihr natürliches Grau wachsen ließ, war das mehr als eine Stilentscheidung, es war ein kulturelles Statement. Diese Entscheidung machte im ganzen Land Schlagzeilen. In einer Medienwelt, in der Jugend und Schönheit lange Zeit der unausgesprochene Standard waren, vor allem für Frauen, wurde Birgits Schritt als mutig angesehen. Manche nannten ihn sogar revolutionär. Sie akzeptierte das Altern als etwas, das man nicht fürchten, sondern feiern muss. Und damit gab sie Tausenden anderer Frauen die Erlaubnis, es ihr gleich zu tun. Birgit wurde schnell zu einer lautstarken Verfechterin der Altersvielfalt in den Medien. In Interviews, Talkshows und Reden kritisierte sie die Art und Weise, wie ältere Frauen oft von Fernsehbildschirmen, in der Werbung und in Führungspositionen ausradiert wurden. Sie forderte die Sender auf, ihre Casting- und Redaktionsentscheidungen zu überdenken,
Nicht aus Alibi-Gründen, sondern um die Realität ihres Publikums widerzuspiegeln. Wir verschwinden nicht. Wenn wir 50 werden, sagte sie einmal, wir werden besser, stärker, klüger und wir haben mehr zu sagen als je zuvor. Aber ihr Engagement hat nicht mit dem Alter aufgehört. Birgit hat sich immer wieder zu allgemeineren Frauenthemen geäußert, gleiche Bezahlung, Diskriminierung am Arbeitsplatz, Mutterschaft und Körperbild. Sie hat sich mit der Doppelmoral von Männern und Frauen in den Medien auseinandergesetzt, insbesondere damit, wie Erfolg, Selbstvertrauen und Ehrgeiz wahrgenommen werden. Während ein zielstrebiger Mann vielleicht als durchsetzungsfähig bezeichnet wird, wird eine Frau zu oft als schwierig abgestempelt. Birgit hat diese Doppelmoral an den Pranger gestellt und das mit Klarheit, Anmut und unbestreitbarer Glaubwürdigkeit. Sie ließ ihren Worten auch Taten folgen. Im Laufe der Jahre unterstützte sie verschiedene Kampagnen zur Stärkung der Rolle der Frau und Mentorenprogramme und stellte ihre Plattform für Initiativen zur Verfügung, die jungen Frauen, die eine Karriere in den Bereichen Medien, Journalismus und Produktion anstreben, eine Chance gaben. Ob als Rednerin auf Frauenkonferenzen, als Teilnehmerin an generationsübergreifenden Podiumsdiskussionen oder als Mentorin hinter den Kulissen, Birgit nutzte ihre Erfahrung, um anderen Türen zu öffnen. In ihren Fernsehsendungen wie Birgits starke Frauen gab sie Frauen aus dem Alltag eine Stimme, die unvorstellbare Dinge überlebt hatten. Dabei handelte es sich nicht um Prominente oder Influencer, sondern um alleinerziehende Mütter, Krebsüberlebende, Flüchtlinge und Überlebende von Missbrauch. Birgit hörte mit Einfühlungsvermögen zu, schuf Raum für Verletzlichkeit und half ihnen, ihre Geschichten mit der Würde zu erzählen, die sie verdienen. Auf diese Weise verlagerte sie das Rampenlicht vom Glamour zum Mut und zeigte, dass Mut viele Gesichter haben kann. Und ihr Einfluss ist nicht unbemerkt geblieben. Im Jahr 2019 wurde sie mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Nicht nur für ihre Arbeit im Rundfunk, sondern auch für ihr gesellschaftliches Wirken. Damit wurde anerkannt, dass ihr Vermächtnis weit über den Bildschirm hinausgeht. In den letzten Jahren hat Birgit immer wieder über die Bedeutung von Medienkompetenz und Repräsentation gesprochen, insbesondere im Zeitalter der sozialen Medien, in dem Filter, Fotobearbeitung und performative Perfektion dominieren. Sie ermutigt Frauen, dem Vergleich zu widerstehen, Authentizität anzunehmen und ihre Geschichten zu erzählen, auch wenn sie chaotisch oder unvollkommen sind. Die Wahrheit ist mächtiger als das perfekte Bild, sagte sie in einem Podcast aus dem Jahr 2022. Und die Wahrheiten der Frauen wurden zu lange versteckt. Frühes Leben. Vor den Kameras, vor dem Glanz, bevor sie in Deutschland zu einem Begriff wurde, war Birgit Schrowange nur ein helläugiges Mädchen aus einer ruhigen Ecke Nordrhein-Westfalens. Geboren am 7. April 1948 in dem kleinen Dorf Neden, wuchs sie umgeben von Feldern, Wäldern und dem gleichmäßigen Rhythmus des kleinstädtischen Lebens auf. Als Tochter einer Arbeiterfamilie war Birgits Kindheit bescheiden. In ihrem Haushalt gab es keine Bühnenlichter oder Berühmtheitsträume, nur einen ausgeprägten Sinn für Disziplin, harte Arbeit und die Wichtigkeit, Dinge richtig zu tun. Schon als Kind fiel Birgit auf, nicht weil sie die lauteste war, sondern weil sie eine stille Neugierde auf die Welt hatte. Sie liebte es zu lesen, vor allem Zeitschriften und Bücher über ferne Orte und das glamouröse Leben. Während andere Kinder draußen spielten, blätterte Birgit oft durch Hochglanzseiten, studierte die Gesichter von Fernsehmoderatoren und fragte sich, wie es wohl wäre, einer von ihnen zu sein. Trotzdem fühlte sich das alles so weit weg an. In Neden träumte man nicht von einer Fernsehkarriere, man lernte einen Beruf, heiratete jung und blieb in der Nähe des Hauses. Nach dem Schulabschluss tat Birgit das, was von ihr erwartet wurde. Sie begann eine Ausbildung zur Sekretärin. Es war ein vernünftiger Weg, der Sicherheit und Struktur versprach. Doch innerlich wusste Birgit, dass sie mehr wollte.
Irgendetwas an der Medienwelt faszinierte sie. Die Geschwindigkeit, die Geschichten, die Idee, mit Menschen in großem Stil in Kontakt zu treten. Als sich ihr die Möglichkeit bot, nach Köln zu ziehen, in eine Stadt, in der viel mehr los war als in ihrer verschlafenen Heimatstadt, ergriff sie. Dort schnupperte sie zum ersten Mal in die Fernsehbranche hinein, nicht als Moderatorin, sondern als stille Mitarbeiterin hinter den Kulissen. Sie wurde Assistentin bei einem lokalen Fernsehsender, half bei der Erstellung von Drehbüchern, der Organisation von Sendeplänen und tat alles, was nötig war. Sie saugte alles auf, beobachtete die Moderatoren genau, studierte, wie sie sich bewegten, wie sie sprachen. Sie stellte Fragen, blieb lange und arbeitete härter, als alle erwartet hatten. Ihr Durchbruch kam unerwartet. Eines Tages war eine Moderatorin krank und für einen Beitrag wurde jemand gebraucht, irgendjemand, der einspringen konnte. Birgit war nervös, aber sie sagte zu. Mit zittrigen Händen und klopfendem Herzen stand sie vor der Kamera und lieferte. Ihre Stimme war fest, ihre Präsenz warm. Die Produzenten bemerkten es. Sie hatte etwas Seltenes, Authentizität. Dieser Moment war der Beginn von etwas Großem. Aus dem Schatten des Studios trat Birgit ins Rampenlicht. Sie stammte nicht aus privilegierten Verhältnissen. Sie wurde nicht an einer Elite-Journalistenschule ausgebildet. Aber was sie hatte, war Herz, Beharrlichkeit und ein tiefer Glaube an ihre eigene Stimme. Sie ahnte nicht, dass dieser kleine Schritt zu einer jahrzehntelangen Karriere in einigen der meistgesehenen Sendungen Deutschlands führen würde und sie zu einer der beliebtesten Fernsehpersönlichkeiten des Landes machen würde. Frühe Karriere. Anfang der 1980er Jahre war Birgit Schrowange nicht mehr nur eine stille Assistentin hinter den Kulissen. Nach ihrem unerwarteten Auftritt vor der Kamera wusste sie, dass sie ihre Berufung gefunden hatte. Die Welt des Fernsehens war berauschend, schnelllebig, dynamisch und voller Möglichkeiten, und Birgit war fest entschlossen, sich einen Platz darin zu erobern. Ihre ersten echten Chancen erhielt sie beim lokalen Fernsehen. Sie übernahm kleine Moderationsaufgaben bei regionalen Sendern und lernte so, vor der Kamera zu stehen. Oft arbeitete sie zu ungeraden Zeiten und berichtete über alles Mögliche, von Gemeindeveranstaltungen bis hin zu Late-Night-Call-In-Shows. Es waren keine glamourösen Auftritte, aber das war Birgit egal. Jede Minute vor der Kamera war eine Chance zu wachsen, ihre Instinkte zu schärfen und den warmen, zugänglichen Stil zu entwickeln, der später ihr Markenzeichen werden sollte. Was ihr an Verbindungen oder formaler Ausbildung fehlte, machte sie durch ihre Arbeitsmoral wieder wett. Sie bereitete sich wie besessen auf jeden Beitrag vor, schrieb ihre Notizen immer wieder neu, probte vor dem Spiegel und übte sogar ihren Vortrag, während sie im Stau stand oder sich die Zähne putzte. Die Kollegen merkten schnell, Birgit war nicht nur ein hübsches Gesicht auf dem Bildschirm, sie war klug, zielstrebig und erstaunlich schnell auf den Beinen. Sie konnte einen Teleprompter ablesen, ohne roboterhaft zu klingen. Sie hatte die seltene Fähigkeit, den Zuschauern das Gefühl zu geben, dass sie direkt mit ihnen sprach, wie eine Freundin, die auf einen Kaffee vorbeikommt. 1983 machte sie einen mutigen Schritt nach vorn und ging zum Westdeutschen Rundfunk, WDR, einer der größten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands. Dies war ein wichtiger Wendepunkt. Da sie nun in einer großen Medienanstalt arbeitete, hatte sie Zugang zu besseren Ressourcen, erfahreneren Mentoren und einem größeren Publikum. Sie begann damit, jugendorientierte Sendungen und Nachrichten im Magazinstil zu moderieren, wobei sie den Spagat zwischen leichter Unterhaltung und ernsteren sozialen Themen schaffte. Obwohl die Arbeitszeiten lang und der Druck hoch waren, blühte Birgit auf. Schon früh erkannte sie, dass Authentizität ihr größtes Kapital ist. Anders als viele ihrer Zeitgenossen, die versuchten, den polierten Glamour amerikanischer Moderatoren zu imitieren, stützte sich Birgit auf ihren natürlichen Charme und ihre deutsche Sensibilität. Sie gab nicht vor, makellos zu sein. Wenn sie über ein Wort stolperte,
lachte sie es weg. Wenn ein Beitrag zu lang wurde, passte sie sich an. Diese Ehrlichkeit zeichnete sie in einem Bereich aus, der immer noch von formellen, oft steifen Präsentationsstilen beherrscht wird. In den späten 1980er Jahren wurde sie zu einem vertrauten Gesicht in den deutschen Haushalten. Die Zuschauer schätzten ihre Herzlichkeit, ihren subtilen Humor und ihre Fähigkeit, Anmut und Seriosität miteinander zu verbinden. Sie war, wie eine Zeitung sie später nannte, die Moderatorin, der man vertraut, ohne zu wissen warum. Doch ihr Erfolg war nicht ohne Kämpfe. Als Frau in einer von Männern dominierten Branche musste Birgit oft darum kämpfen, ernst genommen zu werden. Die Produzenten stellten in Frage, ob sie zu weich für harte Nachrichten sei. Männliche Kollegen wiesen ihren Beitrag manchmal zurück oder übergingen sie bei Besprechungen. Aber Birgit, der man einmal gesagt hatte, sie sehe nicht danach aus, hatte sich bereits daran gewöhnt, unterschätzt zu werden. Sie ließ ihre Arbeit für sich selbst sprechen. Hinter den Kulissen meisterte sie auch die Herausforderungen des jungen Erwachsenseins. Sie lebte in einer neuen Stadt, weit weg von den Annehmlichkeiten ihres Zuhauses, jonglierte mit Terminen und lernte, Ehrgeiz und Selbstfürsorge in Einklang zu bringen. Es gab Tage, an denen sie an sich selbst zweifelte. Tage, an denen sie sich fragte, ob sie jemals den Durchbruch auf der nationalen Bühne schaffen würde. Aber sie hat nie aufgegeben. Ihr großer Durchbruch kam in den 1990er Jahren, als sie zum ZDF, einem der renommiertesten deutschen Fernsehsender, geholt wurde. Doch in diesen frühen Jahren, zwischen Studiokorridoren und nächtlichen Überarbeitungen, baute Birgit Schrowange im Stillen eine Grundlage auf, die sie über Jahrzehnte hinweg berühmt machen sollte. Sie wurde nicht als Star geboren. Sie hat sich selbst zu einem gemacht. A Star is Born, nationaler Ruhm und Extra, das RTL-Magazin. Anfang der 1990er Jahre war Birgit Schrowange nicht mehr nur eine vielversprechende junge Moderatorin. Sie hatte sich ihre Sporen im regionalen und öffentlich-rechtlichen Rundfunk verdient und sich durch jahrelange Arbeit und professionellen Einsatz bewährt. Doch 1994 änderte sich ihr Leben und ihre Karriere für immer. In diesem Jahr bereitete RTL, einer der beliebtesten deutschen Privatsender, den Start einer neuen Sendung im Magazinstil vor, Extra, das RTL-Magazin. Es sollte eine wöchentliche Primetime-Show werden, die investigativen Journalismus mit Geschichten von menschlichem Interesse, Verbraucherberichten und sozialen Kommentaren verbindet. RTL suchte nach einem Moderator, der ernste Themen behandeln und gleichzeitig ein breites Publikum ansprechen konnte, jemand, der schwierige Fragen stellen und dennoch den Kontakt zu den Zuschauern in ihren Wohnzimmern herstellen konnte. Birgit Schrowange war die perfekte Besetzung. Als sie das erste Mal das Set von Extra betrat, brachte sie ein ruhiges Selbstbewusstsein mit. Sie war nicht auffällig oder dramatisch. Sie schrie nicht, um gehört zu werden. Stattdessen präsentierte sie jeden Beitrag mit Klarheit, Einfühlungsvermögen und einem kühlen Gefühl von Autorität. Die Sendung wurde schnell ein Erfolg und sie selbst auch. Woche für Woche griff Birgit schwierige Themen auf. Missbrauch in der Altenpflege, häusliche Gewalt, Betrug an älteren Menschen, Umweltprobleme und Gesundheitsskandale. Sie gab den Stimmlosen eine Stimme und im Gegensatz zu vielen prominenten Moderatoren wirkte sie nie losgelöst von den Menschen, über die sie berichtete. Sie berichtete nicht nur über die Nachrichten, sie stand mittendrin, setzte sich für sie ein, stellte sie in Frage und drängte sie zur Verantwortung. Ihre Präsenz in Extra war magnetisch. Die Einschaltquoten stiegen in die Höhe und sie wurde zu einer der vertrauenswürdigsten Frauen im deutschen Fernsehen. Die Zuschauer schätzten an ihr, dass sie ohne aggressiv zu sein und dass sie selbst bei den emotionalsten oder umstrittensten Geschichten die Fassung behielt. Kollegen bezeichneten sie als Journalistin mit Rückgrat, als jemand,
der sowohl Herz als auch Verstand in die Redaktion brachte. Doch der Ruhm brachte neuen Druck mit sich. Mit zunehmender Bekanntheit wurde auch ihr Äußeres, ihr Privatleben und ihre Meinung kritisch beäugt. Die Boulevardpresse war unerbittlich. Und Birgit, die von Natur aus schon immer sehr zurückhaltend war, musste lernen, mit dem Sturm der öffentlichen Aufmerksamkeit umzugehen. Sie ging damit mit Anmut um. Sie schlug nie um sich. Sie konzentrierte sich auf ihre Arbeit, auf die Geschichten, die wichtig waren. In den 2000er Jahren nutzte Birgit ihre Plattform auch, um Dinge zu unterstützen, die ihr am Herzen lagen, insbesondere das Wohlergehen von Kindern und die Rechte von Frauen. Sie engagierte sich in mehreren Wohltätigkeitsorganisationen und nutzte ihren Einfluss im Stillen, um Spenden zu sammeln und das Bewusstsein für diese Themen zu schärfen. Ihr typischer Look, elegant, gelassen, mit ihrem ikonischen Kurzhaarschnitt, wurde zu einem Teil ihrer Marke. Doch hinter ihrem ruhigen Äußeren steckte eine Frau, die sich ständig weiterentwickelte. Sie las unersättlich, nahm die Medienethik ernst und war Mentorin für jüngere Frauen im Journalismus. Sie blieb sehr unabhängig, auch wenn sie in einem der kommerziellsten Sender des Landes eine ständige Präsenz hatte. Durch Extra wurde sie nicht nur zu einer Moderatorin, sondern zu einer festen Größe im Kulturleben, in einer Medienlandschaft, in der Sensation oft wichtiger war als Substanz. Hob sich Birgit ab. Sie wollte nicht schockieren oder provozieren, sie wollte informieren, erklären und sich kümmern. Und sie tat es, Woche für Woche, 25 Jahre lang. Als sie 2019 schließlich von Extra zurücktrat, war es das Ende einer Ära. In ihrer Abschiedsfolge gab es keine Tränen, sondern tiefe Dankbarkeit. Sie bedankte sich bei ihrem Team und ihrem Publikum und blickte bescheiden auf die Reise zurück, die sie gemacht hatte. Aber Birgit war noch nicht fertig, bei weitem nicht. Denn was dann kam, war kein ruhiger Ruhestand, sondern ein neues Kapitel, ein noch persönlicheres und mutigeres. In den letzten Jahren ist Birgit Schrowange in eine neue Rolle geschlüpft, nicht nur als Medienpersönlichkeit, sondern auch als Stimme für Empowerment, Authentizität und Neuerfindung. Nach ihrem Ausstieg bei Extra im Jahr 2019 fragten sich viele, ob Birgit sich still und leise aus der Öffentlichkeit zurückziehen würde. Stattdessen begann sie ein Kapitel, das manche als ihr bisher dynamischstes bezeichnen. Sie war nicht mehr an die starre Struktur des täglichen Fernsehens gebunden und nahm sich die Freiheit, Projekte auszuwählen, die ihren Werten entsprachen: Kreativität, Ehrlichkeit und Sinnhaftigkeit. Eine ihrer herausragenden Leistungen bestand in ihrer Tätigkeit als Autorin. Ihre Memoiren »So viel Lust zu leben« wurden zu einem Bestseller, nicht nur wegen ihrer verfreimütigen Reflexionen, sondern auch wegen der hoffnungsvollen Botschaft, die sie vermittelte, dass das Leben nach 60 nicht endet oder schrumpft, es erweitert sich. Sie schrieb mit Witz, Verletzlichkeit und Weisheit über alles, vom Druck des Ruhms bis hin zu persönlichem Wachstum, Selbstliebe und dem Mut, den es braucht, um Veränderungen zuzulassen. In Interviews, in denen sie für das Buch warb, war Birgit erfrischend offen. Sie sprach über das Altern, die Schönheit, die Liebe und darüber, dass sie gelernt hat, sich selbst in den Vordergrund zu stellen, nachdem sie jahrzehntelang das ständige Gesicht der Nachrichten war. Diese Gespräche lösten einen tieferen Sinn aus, vor allem bei Frauen in ihren 40 Jahren, 50 Jahren und 60 Jahren, die sich von den modernen Medien oft übersehen fühlen. Diese Verbindung brachte Birgit dazu, ihre Stimme als öffentliche Rednerin und Fürsprecherin zu erweitern. Sie trat auf Frauenforen, Gesundheitsmessen und Führungsveranstaltungen auf und ermutigte Frauen, sich von überholten Erwartungen zu lösen. Sie setzte sich mit Themen wie Altersdiskriminierung, Selbstbild und geistigem Wohlbefinden auseinander. Immer mit ihrem charakteristischen, ruhigen, beständigen Ton, aber jetzt mit mehr persönlichen Einsichten denn je. Und dann war da noch Birgits Starke Frauen, eine Fernsehserie, die es ihr ermöglichte, das zu tun, was sie am meisten liebte,
anderen zuzuhören und dabei zu helfen, ihre Geschichten zu erzählen. In diesem dokumentarischen Format reiste Birgit quer durch Deutschland und traf Frauen, die schwere Zeiten, Krankheit, Trauer, Missbrauch, Sucht überwunden hatten und gestärkt daraus hervorgingen. Die Serie war sowohl bewegend als auch augenöffnend, und das Publikum lobte sie dafür, dass sie die Heldinnen des Alltags ins Licht rückte. Birgit wurde auch das Gesicht mehrerer Wohltätigkeits- und Sensibilisierungskampagnen, darunter solche, die sich auf die Altenpflege, die Kinderfürsorge und die Alzheimer-Forschung konzentrierten. Sie ging Partnerschaften mit Organisationen ein, nicht nur aus PR-Gründen, sondern um die Ärmel hochzukrempeln und sich zu engagieren. Im Jahr 2020 unterstützte sie während der Pandemie Initiativen für sozial isolierte Senioren und nutzte ihre Plattform, um sich für eine mitfühlendere Politik und gemeinschaftliche Maßnahmen einzusetzen. Am auffälligsten ist vielleicht, dass Birgit sich in den digitalen Raum begab. Sie eröffnete ihre eigene Website, wurde in den sozialen Medien aktiver und wandte sich direkt an ihre Fans, die ihr seit Jahrzehnten folgen. Sie teilte Einblicke in ihr Privatleben, ihre Reisen und ihre Gedanken über ein gutes Leben im Alter. Es fühlte sich intim an, fast so, als würde ein Freund vorbeischauen. Im Jahr 2023 versuchte sie sich sogar in den Mode- und Lifestyle-Medien und wurde zu einem Stilvorbild für Frauen über 60. Ihre persönliche Veränderung. Sie ließ ihr Haar ergrauen, setzte auf einen natürlichen Look und zelebrierte ihren Körper in jedem Stadium, machte sie zu einer Ikone des modernen Alterns. Sie modelte für altersgerechte Bekleidungsmarken und arbeitete mit Kosmetikunternehmen zusammen, die sich auf echte, gelebte Eleganz konzentrieren. Doch trotz allem blieb Birgit bodenständig. Sie lebte weiterhin mit ihrem langjährigen Partner, dem pensionierten Geschäftsmann Frank Sporthelfer, am Meer und genoss das Leben in einem langsameren Tempo. Gartenarbeit, Lesen, lange Spaziergänge, einfache Vergnügungen, die sie oft in den sozialen Medien postete. Und während viele sie als Vorbild bezeichneten, wischte sie das mit einem Lachen beiseite und sagte: Ich lebe mein Leben einfach so, wie ich es möchte, endlich. Aber vergessen wir nicht, Birgit war nie schwach. Sie war eine Kämpferin, eine Stimme, eine Leuchte im Fernsehen über Jahrzehnte. Und obwohl sie vielleicht nicht an die Liebe glaubte, wurde sie von ihren Zuschauern zutiefst geliebt. Hat sie Birgits Geschichte bewegt? Teilen Sie unten eine Erinnerung oder Nachricht mit. Lasst uns gemeinsam Ihre Stärke feiern. Klicken Sie auf Gefällt mir, wenn Ihre Reise Ihr Herz berührt hat. Und abonnieren Sie den Beitrag, um Ikonen wie Sie zu ehren, deren Leben mehr war als das, was wir auf dem Bildschirm sehen. Birgit Schrowange mag sich im Leben ungeliebt gefühlt haben, aber sie hinterließ eine Welt, die sie nie vergessen wird.